Also Panama ist seit vielen Jahren das Auswanderparadies für Rentner, vor allem aus dem nordamerikanischen Raum. Ja? US-Amerikaner, Kanadier, wenn man den International Retirement Index sich anschaut, ist Panama immer auf Platz 1 oder 2. Das sind eher weniger meine Kunden, weil Deutschland liegt weit weg, die Schweiz auch. Und ich muss auch sagen, das Kundenprofil hat sich geändert in den letzten Jahren. Also es waren am Anfang, sagen wir vor 4 Jahren, vor 3 Jahren, waren es vereinzelt digitale Nomaden, die sagen, wir wollen eigentlich gar nicht nach Panama umziehen, aber wir wollen die steuerlichen Vorteile nutzen. Es waren ein paar Rentner, es waren ein paar Unzufriedene mit der Politik, die sagen, Panama macht eine sehr kluge Einwanderungspolitik, hier sind die Leistungsträger willkommen, wir bauen uns hier was auf. Das waren die Kunden von gestern. Jetzt kam dann die Corona-Inszenierung und die Kunden haben komplett gewechselt. Es sind Familien mit Kindern, ja, die sich Sorgen machen um die Zukunft ihrer Kinder, die eventuell sogar Obhutsentzug befürchten müssen, wenn sie gewisse Dinge nicht erfüllen in Zukunft in Deutschland. Und in Panama gibt es keine Schulpflicht. Das heißt, man kann hier seine Kinder zu Hause unterrichten. Die Reichen machen das schon seit Jahrzehnten, melden sie in eine US-amerikanische Fernschule, Fernuniversität an. Und ja, sind vor allem jetzt freiheitsliebende Menschen, die einfach sagen, wir wollen individuell leben, wir wollen unter dem Radar leben und unsere Kultur leben. Und ja, das ist so das Motiv derjenigen, die dieses Jahr kommen. Und das hat sich also massiv geändert. Ja. Sebastian, wir haben ja jetzt in erster Linie Kunden, die doch noch gerne geschäftlich tätig sind. Und mich würde interessieren, wie sieht's denn da aus? Also gibt's bei uns Kunden, haben Kunden schon gefragt nach Panama? Ist Panama ein Ort, der für unsere Kunden interessant ist? Ja, also grundsätzlich ja. Ich meine, wir haben natürlich jetzt bisher zum Thema Panama relativ wenig gemacht. Nicht, weil wir es nicht empfehlen würden oder nicht, weil wir es nicht gutheißen würden, aber weil wir einfach natürlich uns sehr auf andere Länder konzentriert haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich regelmäßigen Abständen und deswegen bin ich auch jetzt über dieses Gespräch dankbar, Mandanten, die nach Panama fragen oder die nach Panama auch schon planen umzuziehen. Und also man kann absolut sagen, dass Panama durchaus ein Thema ist. Ja. Es wäre vielleicht sogar noch mehr ein Thema, und das hat sich vielleicht jetzt mit Corona geändert, wenn die Leute besser Vorstellungen davon hätten, ja, was in Panama genau, wie man sich das in Panama genau vorstellen muss. Ja, weil bisher für die meisten ist es einfach sehr weit weg. Die haben keine Ahnung von der Größe des Landes oder wie man dort konkret leben kann, wie man das konkret erreichen kann. Also insofern fehlen dort eher so konkrete Informationen, denke ich, dann wäre es vielleicht noch attraktiver. Aber wie gesagt, absolut ein Thema, ja, hin und wieder mal auf jeden Fall.